Hallo, in diesem Video würde ich euch gerne die App Work Outdoor vorstellen. Ich möchte euch so eine kleine Anleitung geben, wie ihr es einstellen könnt, was ihr alles einstellen könnt, welche Möglichkeiten es gibt, und ich möchte euch auch einen kleinen Praxistest zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Wenn ich das erste Mal die App starte, komme ich in die Screens-Übersicht. Das ist auch für mich eigentlich das Mächtigste von der ganzen App. Hier kann ich für jede Sportart individuell meine Screens einstellen. Es gibt dann schon fortgefertigte, die seht ihr hier unten, die meisten. Aber ich kann hier komplett auch individuell alles machen. Also es war jetzt fürs Reiten, fürs Rollschuhfahren, fürs Paddeln und so weiter und so weiter. Wir gehen jetzt ganz normal in das Running rein. Dafür gehen wir auf die Pfeiltasten. Und dann kommen wir auch schon direkt in Übersicht. Und da sieht man schon mal alles, was ich vorgefertigt habe. Wenn ich aber ein neues Fenster zu haben möchte, drücke ich einfach auf das Plus und dann geht unten ein neues Fenster auf. Und hier kann ich auch schon, wenn ich möchte, vorgefertigte Profile auswählen, also für Pace oder Herzfrequenz etc. etc. Und dann gibt es hier unten schon vorgefertigte Datenfelder, was mir das Programm vorschlägt. Aber ich bin da auch wirklich frei, mir das komplett auch selber einzustellen, wenn ich möchte. Wenn ich es nicht haben möchte, lösche ich es einfach. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich da draufklicke und reingehe, das Layout zu ändern. Also ich kann hier, je nachdem, was für ein Layout ich möchte, hier das Layout ändern. Und entsprechend wird auch die Anzeige dann geändert. Als nächstes würde ich euch dann gerne zeigen, wie man die Felder konfiguriert. Man klickt einfach auf das Datenfeld und dann kann ich zwischen den verschiedenen Kategorien auswählen, was ich in dem Feld oben anzeigen lassen möchte. Bei jedem Feld ist auch nochmal genau erklärt, das zwar jetzt auf Englisch, aber es ist genau erklärt, was das bedeutet, was das Feld sagt. Und so kann ich mir halt ganz individuell das Ganze einstellen. Und es ist auch egal, welches Profil er vorher ausgewählt hat. Das ist da total individuell. Also wir sehen hier, wir haben eine riesen Auswahl und also ein Paradies für jeden Datennerd. Eine weitere Möglichkeit, die ich habe, ist auch mir Graphen anzeigen zu lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei der Pace bin, kann ich hier unten auf Graph gehen und da seht ihr Speed Graph. Das heißt, da kann ich meine Geschwindigkeit anzeigen lassen über den Zeitraum des Workouts oder bei den Schritten zum Beispiel die Kadenz, oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Herzfrequenz wäre, könnte ich hier meine Herzfrequenz anzeigen lassen. Also auch hier maximale Individualisierung und ja, Kreativität lässt hier freien Raum. Als nächstes gehen wir dann in die Routes rein, also in die Routen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel von Komoot oder anderen Programmen die GPX-Dateien importieren, hier die Daten importieren. Und dann kann ich mir das Ganze auch mal anschauen, wenn ich dann drauf gehe. Und dann sehe ich hier die Strecke und ich kann hier auch das Ganze dann auf die Watch senden. Das habe ich jetzt gerade eben rechts oben gemacht. Ich kann das Ganze auch von der Watch wieder runternehmen. Ich kann mir das Ganze nochmal explizit angucken, wie der Streckenverlauf ist, in welche Richtung es geht, wo der Startpunkt ist. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt rechts unten auf Send Map drücke, die Karte auf die Apple Watch zu senden. Das hat den Vorteil, dass man ohne iPhone hier rausgehen kann und die Navigation auf der Karte hat. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn mir das jetzt zu wenig ist, das Ganze nochmal zu erweitern. Dann drücke ich einfach auf den Bildschirm bzw. mache es ein bisschen kleiner. Und dann sieht man hier das schwarze Feld, das ist schon runtergeladen. Das kann ich jetzt auch nochmal erweitern, indem ich hier mit dem Finger drauf drücke und hier das Feld auswähle. Und dann sage ich, ja, lade das bitte runter, und dann werden die entsprechenden Felder nochmal gedownloadet. Dann schauen wir nochmal in die Settings bzw. Einstellungen. Da kann ich individuell für jede Aktivität eine eigene Einstellung definieren. Also auch hier wieder kompletter Freiheitsgrad. Ich kann hier zum Beispiel jetzt sagen, hier Walking oder Running, Cycling und so weiter, kann ich mir hier komplett auswählen. Auch hier wieder alle Grenzen offen. Und jetzt gehen wir einfach wieder aufs Running, sagen wir dann. Dann sehen wir hier schon, dass ich bei der Distanz mir jeden Kilometer was anzeigen lasse. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein und sehe ich hier, jeden Kilometer bekomme ich Metrik 1, 2 oder 3 eine Ansage, was ich hier hinterlegt habe. Auch hier kann man wieder komplett alles einstellen, je nach Bedarf. Und da wähle ich dann das aus, was halt für einen dann passt. Zum Beispiel jetzt habe ich hier Speed Current, das ist jetzt unter Pace. Oder hier bei der Distanz kann ich sagen, hier ja, Intervalldistanz zum Beispiel oder Distanz Remaining. Also quasi die verbleibende Distanz noch. Auch hier kann ich dann zwischen Schritte, Zeit etc. Also ich kann mir hier dann aussuchen, wann ich welche Meldung bekommen möchte. Ich habe dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte eine Warnung haben, wenn ich zu hoch im Herzbereich bin, dann kann ich hier auch das Limit definieren und kann mir hier ein Alert einstellen.
Oder ich habe die Möglichkeit, dass wenn ich jetzt hier auf Pace gehe, sage hier Low Pace Alert, wenn ich zu langsam bin, dann kann ich mir hier die Pace einstellen, auch Meilen oder Kilometer. Und kann ich sagen, hier ab gewisse Pace möchte ich doch dann bitte eine Warnung bekommen. Jetzt gehen wir nochmal in die Apple Watch und da sehen wir hier die ganzen Aktivitäten, die nochmal aufgelistet. Die wir nicht finden, sind dann bei Other Activities. Da kann ich zwischen Indoor und Outdoor nochmal filtern und hier finde ich dann nochmal alles, ja, was das Herz begehrt. Man kann natürlich das Ganze auch in die Liste vorne einfügen und dann hat man das direkt griffbereit. Man könnte jetzt theoretisch auch hier noch in den Settings die Alarme etc. einstellen, aber das empfehle ich tatsächlich auf dem Handy zu machen, da es doch auf dem Watch sehr umständlich ist. Da habe ich auch noch die Möglichkeit, mir nur die Karte anzuschauen, als wenn ihr gerade unterwegs seid. Könnt ihr euch euren Standort genau angucken, wo ihr gerade seid. Und da könnt ihr auch raus und rein zoomen und seht auch dann unten Scale. Dann kann ich mir die Workout History anschauen, also alle Workouts, die ich schon mitgemacht habe, und kriege hier nochmal eine kleine Statistik angezeigt und auch nochmal die Strecke, die ich gelaufen bin. Könnt es auch noch zu Strava uploaden. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, hier meine Herzbereiche bzw. Herzzonen einzustellen. Also wenn man das genau weiß, um dann auch entsprechend die Zonen richtig zu hinterlegen. Dann kann ich über Pausing auch noch sagen, hier, wenn ich jetzt drauf drücke, dass ich zum Beispiel für Running eine Autopause haben möchte. Und dann drücke ich einfach auf Enable und dann habe ich automatisch eine Autopause drin. Wenn ich nun eine Strecke navigieren gehe, dann gehe ich hier auf Routes, dann wähle ich einfach die Strecke aus, die ich möchte, einen Klick und dann schon ausgewählt. Wenn ich jetzt die Aktivität starte, ich nehme jetzt hier zum Beispiel Running und dann zählt sie runter, dann kann ich direkt gleich die Karte sehen, dann sehe ich jetzt hier, wo mein Standort ist, dann sehe ich, wo ich langlaufen muss und so habe ich dann eine Übersicht bzw. Navigation und kann sehen, ja, wo ich genau hin will, was ich geplant habe. Wenn ihr die Route dann nicht mehr haben möchtet, geht ihr einfach wieder auf Routes, dann sagt ihr Unselect Route und so ist dann die Route nicht mehr ausgewählt und ihr habt wieder eine leere Karte und könnt eine andere Route auswählen. Dann würde ich euch gerne jetzt mal zeigen, wie die Navigation mit der Apple Watch in Live funktioniert. Wir haben jetzt hier entspannte 33 Grad, deswegen flüchte ich mal in den Wald. So, wir sehen jetzt auch, wir sehen immer den Weg, den wir gegangen sind. Und hier vorne müssen wir gleich wieder rechts abbiegen. Unten sehen wir auch die Zeit, wie viel wir schon gelaufen sind. Das kann man individuell einstellen. Na. So, und da sehen wir auch schon, hier kommt der Weg hoch. Wir müssen jetzt hier lang. So, was ich mir noch alles anzeigen lassen kann, ist, wie ich es halt eingestellt habe, in welchem Herzbereich ich mich bewege, in welcher Zone, auch hier nochmal die Zeit. Na, genau, oben links das GPS-Signal, rechts ganz oben die Uhrzeit, in der Mitte der Akkustand. Also was aufgefallen ist, ist eine GPS-Abweichung, was man jetzt auch gerade sieht. Habe es mir das mehrmals schon vorgekommen. Okay, ich laufe jetzt auch hier im dichten Wald. Da ist es mit GPS so ein bisschen schwierig, weil wir auf das Signal verlieren. Wahrscheinlich, wenn ich in eine Lichtung komme, kommt das Signal wieder zurück und er kann sich dann wieder zurück auf die Map orientieren. Man sieht es ja auch hier. Also hier geht es eigentlich normalerweise gerade hoch. Es ist überhaupt keine große Kurve drin, eine ganz kleine Spitzkehre und er korrigiert sich da auch gerade. Was ich an dieser Stelle aber noch anmerken möchte, ich habe auch eine Phoenix 6 und da navigiere ich eigentlich auch, also lange Strecken meistens mit der Phoenix und da kommt es als auch oft zur Abweichung und da habe ich GPS und Glossar im Einsatz. Also solange es sich im Rahmen hält, ist es okay. Bis jetzt hat es sich im Rahmen gehalten, man wusste immer, wo man hin muss und das ist ja eigentlich das Entscheidende bei der App. So, dann geht's weiter. Und falls noch keiner im Odenwald war, das kann ich immer nur wieder empfehlen. Eine schöne Gegend. Wir sind hier in Heppenheim-Bergstraße gestartet. Kann ich als Ausflugsziel nur empfehlen. Wenn ihr dann euer Workout beendet habt, könnt ihr euch das ganze Workout auch nochmal in der App anschauen. Da könnt ihr schauen, wie die Pace gelaufen ist, dann wie die Höhenmeter gewesen sind. Also dann sieht man hier, wo es dunkellila ist, geht es hoch, wo es etwas heller ist, geht es runter. Ich kann mir dann auch die Herzfrequenzen anschauen, wenn mich das interessiert, in welchem Bereich ich wohl die höchste Herzfrequenz hatte und den Kalorienverbrauch und die Schritte. Links oben habe ich dann noch die Kilometeranzeige und die Zeit, die ich gelaufen bin.
Und ganz unten sehe ich dann auch noch das Höhenprofil und die entsprechende Geschwindigkeit dazu. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euch einen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch oder ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut.